Ja, hallo und herzlich willkommen zum Online-Tutorial für den Einsatz von E-Portfolios hier im Studiengang Angewandte Medienwissenschaft. Mein Name ist Marcel Kirchner, ich bin im Fachgebiet Kommunikationswissenschaft hier an der TU Ilmenau Promotionsstudent und wissenschaftlicher Mitarbeiter, habe auch mein Diplom im Studiengang AMW absolviert und beschäftige mich mit dem Einsatz neuer Internettechnologien für das Lehren und Lernen. Und um eine dieser sogenannten Social Software, von der ihr sicherlich noch einiges hören werdet, soll es heute gehen. Starten wir dazu zunächst mit einem kleinen Gedankenexperiment. Stellt euch dazu einmal vor, der gute Freund sagt zum Beispiel, ach du, als Medienwissenschaftler, da machst du doch den ganzen Tag nur irgendwelches hochtrabendes Mediengeschwafel. Oder der voreingenommene Bekannte sagt, so, du wirst also auch mal eine oder einer von denen, die später mal andere Leute über die Medien manipulieren wollen. Was würdet ihr ihnen entgegnen? Tja, dann gibt es noch die bucklige Verwandtschaft, die fragt, du studierst also Medienwissenschaft und was macht man nun später damit? Oder, und jetzt wird's interessant, vor allen Dingen der berechnende Personalleiter fragt, ja, Sie haben jetzt 6 Semester Medienwissenschaft studiert, warum sind Sie denn genau der Richtige für uns oder die Richtige für uns? Welche Projekte und Kompetenzen können Sie denn vorweisen? Nun, viele Studis haben einige dieser beispielhaften Situationen sicherlich schon erlebt, beziehungsweise werden sie noch erleben. Manche kann man mit einem ruhigen Grinsen einfach unkommentiert lassen, wenn man sich nicht provozieren lassen will, weil man es besser weiß und die Verwandtschaft, naja, die redet halt immer mal so. Andere Situationen können allerdings nicht so einfach entgangen werden und man muss sich diesen stellen, um im Studium oder in der Berufswelt voranzukommen, gerade bei der letzten Situation beispielsweise. Nun gibt es da natürlich die IFMK-Webseiten, auf denen man einige Informationen finden kann zur Argumentation, oder es gibt auch gute Broschüren, die AMWler erstellt haben bereits und Plakate. Das ist alles schön und gut. Noch besser wäre es aber, wenn man persönliche, also auf sich zugeschnittene Informationen über das, was man im Studium bisher geleistet hat, mit in die Waagschale werfen kann. Und vielleicht sogar das Notebook oder das Handy auspacken könnte und sagen könnte, ja, schauen Sie doch mal dort im Netz nach, um sich genauer über mich zu informieren. Ich kann Ihnen das mal genauer zeigen. Man sollte also auf solche Situationen, vor allem auf die letzte, immer gut vorbereitet sein und gerade auch auf Internetkompetenz hinweisen können. Dazu könnte ein E-Portfolio weiterhelfen, besonders um das lebenslange Lernen zu unterstützen. Zunächst werde ich euch also noch einen etwas tieferen Einblick darin geben, was E-Portfolios sind und anschließend darauf eingehen, was für Mehrwerte sich durch ein E-Portfolio für euch ergeben können. Danach werde ich euch sagen, was ein Blog ist und wie der konkrete Einsatz hier eventuell aussehen soll. Zum Schluss werde ich euch zeigen, was es besonders mit Weblogs auf sich hat, wie man sie als E-Portfolio führen kann und auch mal ein paar Beispiele geben. Also starten wir durch. Zunächst zum Ursprung von E-Portfolios. Die ursprüngliche Herkunft der Bezeichnung Portfolio kommt aus dem Lateinischen und setzt sich zusammen aus portare für tragen und folio für Blatt. Damit wird wörtlich eine Mappe gemeint und das kann auch heute jede andere Form eines technischen Mediums sein, in der man Blätter aufbewahren kann und die überall zur Präsentation mitgenommen, eben getragen werden kann. Die Bezeichnung des Inhalts eines Portfolios, nämlich Artefakte, das klingt etwas sperrig, stammt ebenfalls aus dem Lateinischen und bedeutet mit Geschick gemachte Arbeit. Dadurch wird auch deutlich, dass der digitale Lebenslauf nicht schon ein Portfolio ist, sondern erst im Kontext mit anderen Elementen dazu wird. Immer häufiger werden heute bei der Erstellung, Dokumentation, Verwaltung und Präsentation von Portfolios auch elektronische Medien genutzt. Und dann spricht man eben vom E-Portfolio. Die Salzburg Research Forschungsgesellschaft Edumedia hat für E-Portfolios folgende sehr treffende Definition gefunden. Ein E-Portfolio ist eine digitale Sammlung von mit Geschick gemachten Arbeiten einer Person, die dadurch das Produkt
also die Lernergebnisse, und den Prozess, also den Lernpfad oder das Wachstum der Kompetenzentwicklung in einer bestimmten Zeitspanne und für bestimmte Zwecke dokumentieren und veranschaulichen möchte. Wichtig ist dabei, dass die betreffende Person die Auswahl der Lernbausteine oder Artefakte selbstständig getroffen hat. Sie oder er hat als Eigentümer also die komplette Kontrolle darüber, wer wann und wie viel Informationen auch aus dem Portfolio einsehen darf. Als Mischform einer Social Software sind die Kernfähigkeiten eines E-Portfolios also sowohl die Darstellung der eigenen Person nach außen und damit eher das Social Networking und auch die Darstellung seiner erbrachten Leistungen, also das öffentliche zur Verfügung stellen, zum Präsentieren seiner Persönlichkeit im Laufe seiner Fort- und Weiterbildung. Darüber hinaus können und sollen mithilfe von E-Portfolios Lernprozesse und Ergebnisse ansprechend und übersichtlich dokumentiert werden. Und schließlich dienen E-Portfolios auch dazu, über das Gelernte zu reflektieren und es in der Öffentlichkeit, also auch eurer Learning Community unter den Studis, zur Diskussion zu stellen. Zum Beispiel über einen internen Weblog, dazu aber später mehr. Was sind aber nun die konkreten Mehrwerte, wenn man ein solches E-Portfolio einsetzt? Nun, E-Portfolios können eine Schnittstelle bilden zwischen den Aktivitäten und Aufgaben beim formalen Lernen, im Unterricht oder Seminar oder eben auch in der bereits vorhandenen Berufswelt und dem sogenannten informellen Lernen im Lebensalltag. Kurz gesagt, man bindet Lernen nicht mehr so stark an Seminargrenzen, sondern kann es jederzeit, wenn man online ist, verwalten und dokumentieren und zusätzliche Inhalte auch außerhalb der Hochschule einbringen. Oder noch kürzer: Man muss nicht immer nur dann lernen und Aufgaben lösen, sofort, wenn es im Seminar gesagt oder vorgegeben wird. Was können weitere Mehrwerte sein? Nun, zum einen, das E-Portfolio fördert wichtige Querschnittskompetenzen. Man kann recht neue Tools verwenden, die es bisher noch nicht so oft gab im Einsatz bei Studis. Und dies fördert auch gleichzeitig die IT- und Medienkompetenz beim Umgang mit dem Internet. Es kommt zur Erweiterung des Lernprozesses, denn wie bereits erwähnt, formales mit informellem Lernen wird verknüpft und es ist durchaus möglich, dass man eben neben dem Kontakt im eigenen Team und zum Dozenten oder zum Tutor über das Thema hinaus auch mit anderen Kommilitonen an anderen Unis oder mit anderen Interessierten in Kontakt kommt. Dadurch, dass alle Inhalte elektronisch online gespeichert und verwaltet werden, werden sämtliche Entwicklungsschritte innerhalb eines Projektes automatisch dokumentiert. Man kann zusätzlich auch die einzelnen Lernbausteine beschreiben, indem man eben zum Beispiel Schlagworte setzt, sogenannte Tags, oder eben Hyperlinks nutzt oder auch die Suchfunktion. Dies ermöglicht vielseitige Zugriffe, ohne dass alles wieder neu angeordnet oder arrangiert werden muss. Das E-Portfolio kann sowohl vom Lernenden selbst als auch von Personen, die Feedback geben, rund um die Uhr eingesehen werden und kann damit einen großen Adressatenkreis erreichen. Dadurch sind die Inhalte auch leichter mit anderen teilbar und offen für intensivere Rückmeldung, wenn man das will. Dafür ist es möglich, frei Leseberechtigungen für alle Inhalte zu vergeben. Und nicht zuletzt, da die Inhalte auch leicht zugänglich sind und nicht vorher vervielfältigt werden müssen, wie mit Papier, kann man sie auch jederzeit anderen zeigen oder vorführen. Hier spricht man auch vom sogenannten Online-Wohnzimmer, wenn ich meinen Eltern oder Großeltern mal wieder zeigen will, was ich im Studium so mache.